Hat man nicht das Gefühl, es gibt immer weniger coole Cabrios auf der Schweizer Straße? Selbst Mercedes, der ja eine richtig lange Historie von Cabrios hat, hat nur noch genau 2 Cabrios in ihrem Katalog. Und das ist das neueste, das CLE Cabrio. Bevor wir zu tief ins Review gehen, schreibt in die Kommentare, was ihr als nächstes war und abonniert auf jeden Fall den Kanal. Also, let's go! Als erstes mal zu den technischen Daten. Der CLE Cabrio gibt es in verschiedenen Motorisierungen. Er fährt beim CLE 200 an mit 204 PS, 4 Zylinder und geht auf bis zum CLE 53 AMG mit 450 PS, Reihe 6 Zylinder. Im Video haben wir den CLE 450 4MATIC Allrad. In der Schweiz sind alle Modelle Allrad als Standard. Er hat einen 3 Liter 6-Zylinder Mildhybrid mit 381 PS und 23 zusätzliche elektrische PS aus dem Hybridsystem. Das Ganze gibt ihm dann 500 Nm Drehmoment. Geschaltet wird über ein 9-Gang Automatikgetriebe. Von 0 auf 100 schafft es der CLE 450 in 4,7 Sekunden und ist bei 250 km/h abgeriegelt. Das Leergewicht liegt knapp über 2 Tonnen. Dann zu den Abmessungen. Er ist 4,8 Meter lang, etwas über 2 Meter breit und 1,40 Meter hoch. Preislich starten wir beim CLE bei 75.800 Franken für den CLE 200. Der CLE 450 startet bei 100.400 Franken und konfiguriert, wie er im Video ist, sind wir etwa bei 118.000 Franken. Das Topmodell, der CLE 53 AMG, startet bei 111.400 Franken. Der lässt sich natürlich aber deutlich weiter noch konfigurieren. Das CLE Cabrio hat eigentlich einen richtig wichtigen Job, was es machen muss. Es muss nämlich das C-Klasse Cabrio ersetzen, das E-Klasse Cabrio und irgendwo durch ein bisschen noch das S-Klasse Cabrio, weil das gibt es ja so auch nicht mehr, das ist jetzt nur noch der SL. Also hat es einen wichtigen Job zu machen. Jetzt ist die Frage, macht es das? Ist das wirklich so gut, wie es sollte sein? Weil eben, es tendiert schon wahrscheinlich so zur E-Klasse, von der Größe her mit 4,80 Meter. Aber hat es noch so ein bisschen C-Klasse, ein bisschen sportlicher drin? Das finden wir heute raus. Also schauen wir zuerst einmal die Front genau an. Von vorne absolut mega schön. Ich finde es cool, wie die Motorhaube mit diesen Power Domes vorne runterkommt. Das Digital Light natürlich auch super. Das ist die beste Technologie in Sachen Licht, die der Mercedes verbaut hat. Den Grill finde ich auch mega schön mit dem Mercedes-Stern drin. Von vorne eine richtig schön, elegante, aber trotzdem ein bisschen aggressive Front. Weiter auf der Seite. Bei den Felgen haben wir eine Auswahl zwischen 18 bis 20 Zoll Felgen. Da haben wir jetzt 20 Zoll AMG Aero Felgen verbaut. Wenn man jetzt mal die Form anschaut, richtig schön, die lange Front, hinten so ein bisschen das bullige Heck. Es verliert natürlich ein bisschen die Form vom Coupé, weil die ist wirklich wahnsinnig schön, aber trotzdem auch mit dem Stoffdach sieht super aus. Die grossen Türen natürlich ganz geil. Das Heck wunderschön designt, auch mit der AMG-Lippe da hinten. Es gibt so ein bisschen Super Yacht-Vibes, die haben doch immer so abgeschrägte Hecke, also sehr schön gemacht. Auch das LED-Licht da hinten, in der Mitte leuchtet es nicht. Das ist so ein eingesetztes Teil, das wir glaube ich schon beim GLC hatten. Bordeaux-rot, so ein bisschen schwarzes Teil, das das verbindet. Passt es in dieser Form mal. Es gibt so ein bisschen Batman-Augen-Vibes. Hinten aber leider auch Fake-Auspuff. Ist natürlich schade, obwohl wir ja eigentlich hinten ein effektives Rohr hat auf beiden Seiten. Also es wäre da gut möglich gewesen, einen schönen Endtopf zu machen, aber ja, noch gibt Schlimmeres. Dann zum Kofferraum. Der hat 295 Liter, wenn das Dach unten ist, und bis zu 385 Liter Volumen, wenn das Dach oben ist. Im Kofferraum hat es aber echt coole Features. Das erste ist das, und ich eigentlich wie kann den Kofferraum vergrößern, verkleinern. Wenn ich das Dach hier oben habe, kann ich das klicken und dann geht die Lippe da rauf und dann bekomme ich noch mehr Platz zum Zeug versorgen. Zusätzlich im Unterboden, etwas, was ich bis jetzt noch nie gesehen habe, aber mega cool ist, ein Einkaufskörbchen oder für irgendwie um seine Waschmaterialien oder so reinzutun. Also sehr cool und schön sauber verpackt da unten am doppelten Boden. Da können sich also ein paar Hersteller noch etwas abschreiben. Das ist wirklich mal etwas Nötiges und Wichtiges im doppelten Boden unten. Ansonsten kann man noch den Sitz, also beziehungsweise die Hälfte vom Sitz runter über die Hebel dort. Und dann kann man zum Beispiel etwas Längeres hinten durchreichen, einen Golfbag zum Beispiel oder so. Dann hätte ihr wahrscheinlich sogar 2 oder 3 Golfbags Platz. Etwas in diesem Stil. Aber auf jeden Fall nicht schlecht Platz für ein Cabrio. Also, kommen wir zum Interior. Ich sage es jedes Mal wieder, jedem Car-Review, wenn wir einen Mercedes haben, die Interiors sind einfach die schönsten von allen. Angefangen mit dem AMG-Steuerrad, wo wir so 4 einzelne Stangen haben, die mit den Touchpads übersät sind. Ich werde langsam immer mehr Freund von denen. Es ist immer noch nicht ganz so gut wie Knöpfe, aber man kann mit dem leben.
Vorne das Digital Driver Display, tiptop, schön, wie man es kennt, eben mit ganz vielen verschiedenen Ansichten, die man haben kann, Navigation, Service, Sportdisplay und so weiter. Dann hier unten steuert man den Tempomat und das Assistenzsystem, oben rechts Infotainment und unten so ein bisschen Audio- und Media-Einstellungen. Auf der Seite schönes Metall, hier oben beledert, hat man Sitzheizung, Sitzkühlung und den Air Scarf, wo da hinten bei kalten Temperaturen zum Beispiel kann man einstellen und dann wird warme Luft an den Nacken anblasen. Das ist sehr angenehm. Jetzt ist es natürlich viel zu warm, aber für im Winter zum Beispiel, wenn man trotzdem offen fahren, perfekt, oder? Dann weiter zum MBUX neuen, wunderschön gemacht. Das ist super bedienbar. Hat eigentlich alles, was man braucht, um das Auto zu bedienen. Klimaeinstellungen sind leider über den Touchscreen geregelt, aber so ein bisschen die ganz wichtigen Sachen wie die Lautstärke und so weiter kann man immer noch per Knopfdruck steuern. Ansonsten ganz cool wie im SL, das ist genau gleich dort. Im Sommer, wenn man einen steilen Sonneneinstrahlungswinkel hat oder so, kann man den Screen bewegen per Knopfdruck und dann kommt der wie so ein steilerer Winkel über. Das ist ein sehr cooles Feature. Zusätzlich eben oben hin die schönen Luftkanäle, die haben, Mercedes typisch, dann der Carbon Look. Es sieht einfach alles sehr, sehr hochwertig und speziell aus. Dann da unten an der Abdeckung haben wir 2 Cup-Holders, die Ladebuchse und induktives Laden, USB-C. Und nachher ganz hinten noch die Steuerung eigentlich vom Dach und sozusagen den Cabrio-Features, Dach auf, Dach zu. Und in der Mitte haben wir noch den Air Cap. Und das funktioniert folgendermaßen, wenn ich die Zündung anstelle. Wenn ich ziehe, geht oben dran ein Windshot rauf, da. Erstens mal. Und dann hinten fährt auch noch mal ein Windshot rauf. Das ist sozusagen, um den Wind noch ein bisschen angenehmer zu machen, wenn man zum Beispiel mit 4 Leuten drin sitzt. Wenn man nur zu zweit ist, kann man ein klassisches Windshot rein tun. Aber wenn man zu viert ist, geht es natürlich nicht und dann sollte es mit dem trotzdem viel besser sein. Und das hilft nochmal, den Wind noch ein bisschen mehr aufzuleiten, dass es weniger in die Kabine kommt. Es hat vor allem so Verwirbelungen in diesem Bereich unterdrücken. Ist natürlich ein absolutes Luxusfeature, weil eigentlich, wenn man ein Cabrio fährt, will man etwas vom Wind spüren, aber ja, für die hinteren Passagiere ist das sicher so noch cool, wenn man noch ein Zusatzfeature hat, das den Wind abhält. Beim CLE Cabrio ist von Serie aus schon die Avantgarde-Line verbaut, das heisst, man hat schon wirklich eine sehr gute Ausstattung. Wenn man jetzt noch ein bisschen weiter geht, kann man zum Beispiel da, wie jetzt in dem Leder, das Nappa-Leder konfigurieren. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, um ein Kunstleder zu haben, dann das Artico-Leder oder eine Mikrofaser-Alcantara-mäßige Beschichtung, also wirklich gute Möglichkeiten, um den Sitz zu konfigurieren. Er ist sehr bequem. Da oben lässt sich die Kopfstütze noch konfigurieren, auf und ab, hinten und vorne. So. Zusätzlich haben wir das Burmester 3D Soundsystem verbaut. Das heisst, wir haben überall Lautsprecher, zusätzlich auch noch Lautsprecher in den Kopfstützen verbaut. Also wir haben da wirklich overall einen sehr geilen Sound. Gut, dann schauen wir noch, wie der Platz hinten ist. Er fährt automatisch führen, wenn man ihn hinten zieht. Vom Sitz her sehr bequem. Jetzt, er bleibt natürlich der vorne Sitz. Wenn er jetzt eine Memory-Funktion drin hat, würde er noch hinten kommen. Simon, kannst du noch ein bisschen hinten? Gut, vor mir habe ich jetzt Simon mit seinen 1,90. Ich bin mit meinen 1,88 auch nicht klein. Dann wird es da hinten sehr eng. Also von der Beifreiheit. Es geht, überraschenderweise würde es gehen. Auch eben, wenn da noch jemand hockt, es würde knapp gehen. Wahnsinnig bequem ist es natürlich nicht. Es ist eher für kleinere Personen dahinter gedacht. Aber wenn vorne nicht jemand wahnsinnig grosses hockt und hinten auch nicht, dann ist es vom Platz her tiptop ausreichend. Hinten haben wir auch noch mal 2 Cup-Holders und zwischen ein kleines Ablagefächchen. Noch Klima- oder Luftkanäle, die da rauskommen. Und sonst hat es da hinten eigentlich nicht so viel. Es fühlt sich sehr angenehm an da hinten sonst. Wenn ich ein kleiner wäre, wäre es perfekt. Also gut, macht Platz. Aber es hat ja noch ein klassisches Windshot, wenn man es konfiguriert hat. Das ist da versteckt. Man tut den Sitzrücken sozusagen runterlegen. Und dann versteckt sich das Teil da dahinter in diesem Sack. Dann tun wir den Sitz wieder zurück. Holen aus dem Pack das Windshot raus. Das funktioniert eigentlich relativ zügig, wenn man weiss wie. Klappt es auf, rausziehen, einhängen, loslassen. Dann das Gleiche dann, rausziehen, einhängen und loslassen. Dahinter tut man es sozusagen da oben am Gurt einfädeln. Und dann zur Sicherheit noch das Gümmeli rundherum. Und schon ist das Windshot montiert. Geht relativ zügig und cool ist eben, dass man alles hinter den Sitz versorgen kann und muss nicht irgendwie daheim lassen oder für noch zusätzlichen Kofferraumplatz. Schauen wir mal, wie es sich anfühlt, wenn das Dach zugeht und man hinten hockt.
Das Dach gibt es by the way in 3 Farben: Schwarz, Grau und Rot. Da sieht man die Konstruktion, wieder super gemacht von Mercedes. Jetzt habe ich da kurz hinter mir etwas, aber immer noch bequem. Das verschwindet jetzt aber. Und so hockt sich innen. Ich habe jetzt da oben, merke ich das Gestänge, also ich kann jetzt da nicht mehr so relaxed hocken, wenn es offen ist. Wenn etwas Kleines da ist oder man sich ein bisschen reinlehnen kann, dann geht es eigentlich. Aber sonst ist oben mit Kopffreiheit und links nicht so bequem wie jetzt im Coupé oder so. Aber für das Cabrio immer noch okay. Ich finde, das Cabrio muss vor allem ein wichtiges Feeling in einem aufholen. Und zwar das Feeling von Ferien und Relaxedheit. Wenn ich ins Cabrio einsteige, das Dach aufmache und losfahre, sollte mich der ganze Alltagsstress verlassen und mich ein bisschen in die Ferien ziehen. Jetzt ist die Frage, macht der CLE das? Kurz zusammengefasst, ja. Er fährt wie ein perfekter See- und Landstraßen-Cruiser. Das Auto liegt super auf der Straße, das Fahrwerk ist perfekt abgestimmt, mit einer eher sanften Federung und er lenkt auf eine sehr gepflegte Art in die Kurve ein. Im Komfortmodus, also absoluter Ferienmodus angesagt. Was ist jetzt aber, wenn ich in Sportmodus wechsle? Dann passiert schon jetzt etwas mit dem Auto. Der Sechszylinder reagiert dynamischer, das Fahrwerk wird härter, aber nicht hektisch. Die Lenkung ist direkter und das Soundmodul, das verbaut ist, wo der Motorensender ein bisschen mit einer V8-Note aufpeppt, wird deutlich lauter. Im Vergleich zu der Konkurrenz von BMW und Audi definitiv immer noch eher relaxed und nicht aggressiv. Aber wenn man mal an eine kurvige Straße hinkommt, wird einem sicher nicht langweilig und wird vor allem nie durch irgendwie zu hektisches Fahrverhalten oder so aus dem Ferienmodus rausgerissen. Wie schon beim Walkthrough vom Auto erwähnt, haben wir sehr viele Komfort-Features, wie zum Beispiel den Air Scarf und den Air Cap. Für viele Cabrio-Puristen sind das wahrscheinlich zu viele Komfort-Features und würden von der Cabrio-Experience wegnehmen. Wo ich aber den grossen Vorteil von diesen Features sehe, ist die Verlängerung der Cabrio-Saison. Schlussendlich ist ein Cabrio halt ein relativ saisonales Auto, beziehungsweise die vollen Benefits vom Cabrio kann man nur bei schönem Wetter brauchen. Und somit helfen die Features, die Saison auch noch ein bisschen mehr in Frühling und in Herbst zu ziehen. Indem wirklich die kalten Wind im Cockpit aufgehalten werden und durch einen warmen Luftzug am Nacken kompensiert werden. Meiner Meinung nach ist das eigentlich das Coolste an all diesen Komfort-Features. Ich glaube, der neue CLE ist das perfekte Cabrio, wenn man einfach mal ein bisschen am See entlang cruisen in der Schweiz, vielleicht mal auf den Berg fahren, weil er ist wirklich super bequem, hat einen guten Motor drin, hat alle möglichen Features, die man braucht, vielleicht ein bisschen too much mit dem Air Cap und Air Scarf, aber schlussendlich helfen die Features, die Cabrio-Saison zu verlängern. Darum ist es definitiv etwas Gutes, was sie da verbaut haben. Wenn du mal im Sommer ein Cabrio Probe fahren willst, gehst du einfach mal zum Emil Frey Dealer und du den auch mal ausfahren. Das ist definitiv eine Erfahrung wert. Das schöne Wetter hat uns jetzt leider verlassen. Ich hoffe, du verlässt uns nicht und schaust nächste Woche wieder auf dem Emil Frey YouTube-Kanal vorbei.